Hallo Freunde, willkommen bei einem neuen Let's Play. Wir spielen in diesem Let's Play Palworld. Jede Folge wird ungefähr 20 bis 30 Minuten gehen, eingeteilt in Kapitel und dann zeige ich euch nützliche Grafiken, die vielleicht interessant sein könnten, Tipps und Tricks. Und wir fangen an mit dem ersten Teil und lasst euch überraschen. Schaut einfach rein. Viel Spaß! Ja, hallo Freunde. Willkommen bei diesem neuen Let's Play. In dem Let's Play geht es dieses Mal um Palworld. Was ich in den Teilen machen werde, ich werde mit euch zusammen, beziehungsweise werde meine Basis aufbauen. Die Pals, die ich fange, werde ich euch vorstellen. Und wir fangen an mit dem ersten Teil. Im ersten Teil geht es dann darum, dass ich meine Basis erstelle. So, das heißt, wir sind auf der Insel aufgestanden. Jetzt geht es erstmal los. Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen Holz sammeln. Und Steine sammeln, damit wir dann wenigstens die Basis aufbauen können. Da haben wir auch schon den ersten Baum. Den hauen wir direkt nieder. Machen wir direkt Holz draus. So, Energie verschwindet langsam. Das Spiel lässt sich spielen in, glaube ich, 4 verschiedenen Sprachen. Deutsch, Englisch, Japanisch, glaube ich. Und noch eine andere. Aber ich glaube, Spanisch war das. Ich habe es auf Deutsch gestellt. Dementsprechend heißt es dann Holz und Fasern. So, ihr seht oben rechts das Tutorial. Da steht dann, welche Punkte ihr abarbeiten müsst. In meinem Fall ist das dann, ich soll einmal in den Survival Game Guide gucken. Mit ESC kommt man da hin. Da ist dann hier der Survival Guide. Da draufklicken. Und da stehen dann Tipps, Nützliches, alles Mögliche. Wer da Lust hat reinzugucken, ist vielleicht eine kleine gute Hilfe am Anfang. Da ich aber jetzt erstmal weiß, was ich tun muss, jetzt erstmal los und wir sammeln jetzt erstmal ein bisschen Holz und Steine. Unter anderem gehen wir dann los. Hier liegt schon, ab und zu liegt hier ein bisschen Holz in der Gegend rum. Oder Stein. Also ihr startet am Anfang natürlich ohne Spitzhacke und ohne irgendwie eine Schaufel oder eine Axt oder was ich was. Das müsst ihr euch erst alles craften. Aber Ziel Nummer 1 ist es jetzt erstmal, dass wir uns eine Basis bauen. So, ein bisschen Stein haben wir gesammelt. Die Pals, die ich fange, stelle ich euch dann vor, welche Fähigkeiten sie haben, welche Fähigkeiten sie kriegen, wenn sie mit dem Level steigen, weil Pals, je länger ihr sie im Besitz habt, desto höher steigen sie im Level. Ihr bekommt dann automatisch beim Sammeln auch Erfahrungspunkte. Und ich bin jetzt Level 2. Und mit ESC kommt ihr dann gleich in das Statusmenü und da können wir dann auch direkt was gucken. Da unter Technologien. Wie gesagt, wir haben zur Verfügung 6 Technologiepunkte, die wir nutzen können. Und die ersten 2 Punkte setze ich in die PAL-Box und in die PAL-Sphäre. Die PAL-Box ist diese sogenannte Box, in der ihr alle Pals, die ihr fangt, mit dieser PAL-Sphäre erstmal einlagert. Im Lager können am Anfang erstmal nur wenige Pals arbeiten. Ihr könnt aber euer Lager bzw. eure PAL-Box erweitern. Dementsprechend habt ihr dann mehr Plätze zur Verfügung. Und wie gesagt, wir haben jetzt noch 4 Technologiepunkte und wir gehen jetzt erstmal nach unten. Wir suchen jetzt erstmal einen Platz für unsere Basis. Und da hinten liegt zum Beispiel, das habt ihr auch, ab und zu liegt hier mal so eine Palsphäre durch die Gegend herum. Direkt einsammeln. Da braucht ihr sie nicht craften, weil ihr müsst Palsphären erstmal zusammenbauen. Was sie benötigen, wie viel Materialien die benötigen, gucken wir dann gleich nach. So, das heißt, wir müssen da die Treppe runter. Wie gesagt, links, rechts. Genug Platz hat die Insel. Beziehungsweise ihr startet ja hier, glaube ich, auf dieser einen Insel. Und ihr könnt dann erkunden, was ihr auch benötigt. Am Anfang ist viel. Wie nennt sich das? Palladium? Ist das Palladium? Da müssen wir noch ein bisschen rumhauen, ne, oder? Palladium-Bruchstück, so nennen sie sich. Aber die lassen sich am besten hauen, oder alles lässt sich am besten hauen mit Werkzeug. So, wir gehen. Ich habe mir am Anfang für unsere Basis, die wir errichten, unsere erste Basis, ihr könnt später eure Basis verlagern. Habe ich mir gedacht, wir gehen auf ein großes freies Stück. Das ist dann hier. Und da liegt auch so ein Palladium-Bruchstück. Keine Sphäre, sondern ein Bruchstück. Ab und zu liegt, wie gesagt, immer was in der Gegend rum. Sei es Leder, sei es Wolle, sei es Eier, sei es Bruchstücke, Stein und so weiter.
Das seht ihr dann alles beim Erkunden. Da liegt so hinten liegt zum Beispiel ein Ei. Das Ei schnappen wir uns. So, ich denke mal, hier ist die perfekte Möglichkeit, ein Lager zu errichten. Und für die Lagererrichtung benötigen wir jetzt am Anfang erstmal eine Werkbank. Die Werkbank kommt ihr hin, indem ihr die Taste B drückt für Bauen. Dann seht ihr hier oben die Menüpunkte Produktion, dann Pals haben wir jetzt im Moment nicht, beziehungsweise bauen wir da gleich. Das ist die Palbox, die wir bauen können. Und wir brauchen jetzt erstmal für die Produktion die Werkbank. Natürlich braucht jedes Material, was ihr produziert, was ihr herstellt und so weiter, Ressourcen. Wenn ihr das dann ausgewählt habt, das benötigt hier 2 Holz. Wenn ihr es ausgewählt habt, habt ihr hier so ein blaues Schema, so eine Blaupause. Die setzt ihr dann hin und wenn ihr die hingesetzt habt, dann müsst ihr die auch noch selber fertigstellen, weil wir haben ja noch keinen Pal, der uns hilft. Ich denke mal, wir backen die hier hin. Diese Blaupause steht jetzt da. Wenn wir jetzt einen Pal hätten in unserem Reihen, der Handwerk beherrscht, der kommt dann automatisch und hilft hier beim Bauen. Ihr selber könnt aber auch bauen. Einfach die F-Taste gedrückt halten und ihr baut das dann zu Ende. Und da steht unsere Werkbank. So, was wir jetzt brauchen am Anfang, würde ich sagen, wir brauchen eine Spitzhacke für Steine abbauen. Die könnt ihr dann, also die Werkbank benutzt ihr, indem ihr davor steht. Dann steht da F für Rezept wählen. Und in dem Fall haben wir jetzt hier die Steine an der Spitzhacke. Die produzieren wir, dafür benötigen wir 5 Steine, 5 Holz. Die steht jetzt in der Warteschlange. Da wir immer noch keinen Pal haben, den holen wir uns aber gleich, bauen wir die erstmal. Dann haben wir als erstes eine Spitzhacke, indem wir gut Steine mit abhauen. Dann brauchen wir nicht mehr mit den normalen Händen machen. Wenn ihr fertig produziert habt, dann müsst ihr halt nochmal F drücken für erhalten. Dann bekommt ihr das ins Inventar, weil ihr habt es zwar produziert, aber es ist noch nicht bei euch im Inventar. So, was wir noch brauchen, ist eine Axt. Aber für die Axt brauchen wir noch Steine. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal ein paar Steine kloppen. Trifft sich ganz gut, dass hier so ein Steinvorkommen ist. Dann hauen wir drin. Da können sich auch Palladium-Bruchstücke drin befinden. Und je mehr ihr haut, desto mehr Energie verliert ihr. Ihr seht auf der rechten Seite diese komische, diese Leiste, die runtergeht. Das ist die Energie, die ihr verbraucht. Und wenn ihr dann einmal kurz aufhört, steigt die wieder. So, wir haben jetzt hier 30 Steine gehauen. Und dann gehen wir jetzt auch von den 30 Steinen erstmal eine Axt bauen, eine Steinaxt. Steinaxt benötigt 5 Steine, 5 Holz, genau wie die Spitzhacke. Und die bauen wir dann erstmal, wie gesagt, Produktion beginnen. Ihr müsst dann die F-Taste halten. Dann produziert ihr die. Wenn die fertig ist, nochmal F drücken, also F loslassen, nochmal F drücken. Dann habt ihr sie im Inventar. Da wir auch Holz brauchen, gehen wir jetzt ein bisschen Holz hauen. Da steht natürlich hier ein schöner Baum, können wir drauf. Aus den Holzbäumen kriegt ihr unter anderem Holz und Fasern. Fasern werden später im Spiel viel benötigt. Genau wie Holz. Holz wird eigentlich viel benötigt hier im Spiel. Und dann haben wir jetzt als erstes so viel Materialien, glaube ich, zusammen, dass wir die Palbox hinstellen können. Die Palbox ist nichts anderes als die Eingrenzung von eurem Lager. Wenn ihr die Palbox dann hinstellt, ich denke mir mal, wo packen wir die hin? Dann bekommt ihr hier, ja, ich sage jetzt mal, so eine Eingrenzung. Ne? Keine Form von Zäunen, sondern einfach nur eine Eingrenzung. Ich zeige es euch eben. Ihr sucht, wie gesagt, Blauschema, Blaupause. Stellt ihr dann irgendwo hin. Am besten hier so mittig, dachte ich mir. Steht dann da. Dann müsst ihr die auch bauen. Wieder da vorstellen, die F-Taste gedrückt halten. Und die brauchen ein bisschen länger. Ihr seht anhand was dunkler wird dann die Palbox errichtet. Da haben wir jetzt eine Palbox. Was wir jetzt bekriegt haben, ist im Grunde genommen unser Lagerbereich. Lagerbereich ist im Grunde genommen die Palbox, die richtet euer Lager ein, beziehungsweise ihr erkort ein Stück aus und sagt, das ist jetzt euer Lager. Und die Abgrenzung, ich zeige euch die mal eben kurz, die seht ihr anhand dieser Linie. Das ist die Reichweite von eurem Lager. Alles, was sich in diesem Lager abspielt, machen die Pals, die ihr in eurem Lager habt. Sei es sammeln, sei es Feinde angreifen, sei es irgendwas bewirtschaften oder sonstiges. Das heißt, ihr müsst immer darauf achten, ihr könnt nicht irgendwie, sagen, er soll da hinten sammeln gehen, sondern das muss sich im Bereich eures Lagers aufhalten. Da gucken uns 2 komische Chickpicks an. Die wollen, glaube ich, arbeiten. So, jetzt sollen wir eine Palsphäre herstellen.
Und für eine Palsphäre brauchen wir, glaube ich, Palladium-Bruchstück, ein Stück, 3 Holz und 3 Stein. Hier unten anhand der Leisten könnt ihr einstellen, wie viel ihr davon produzieren wollt. In meinem Fall produzieren wir jetzt erstmal 1 haben wir gesammelt. 3 produzieren wir noch, damit haben wir dann 4 Palsphären. Diese Palsphären, die benötigt ihr am Anfang, um ja die kleinen Pals zu fangen. Für größere Pals, wie gesagt, wir haben 3 produziert. Für größere Pals, die haben wir jetzt im Inventar. Für größere Pals benötigt ihr andere Sphären. So, wir fangen an. Wir sollen jetzt einen Pal angreifen, ihn schwächen und dann mit der Q-Taste die Sphäre in die Luft werfen, um den Pal zu fangen. Jedes Pal hat aber eine gewisses Level. Wenn das Level höher ist als euer Level, oh, da steht ein Besucher nähert sich eurem Lager. Das kann eigentlich nur ein Händler sein. Wenn das Level des Pals höher ist, dann wird die Fangwahrscheinlichkeit schwieriger. Das heißt, ich bin jetzt, glaube ich, Level 2. Wenn er jetzt Level 3 wäre, das wäre schon etwas schwieriger, ihn zu fangen. So, das heißt, wir gehen jetzt erstmal hin und gehen den kleinen Lammball hauen. Er guckt mich schon so fragend an. Ja, es tut mir leid. Ich muss dich leider hauen, weil wir brauchen dich. Du musst uns helfen im Lager. So, ihr müsst den runterhauen, bis der fast zu spät hingesetzt. Hopp. Warum will der denn nicht? Was ist denn da los? Und das ist natürlich jetzt doof. Ich möchte den Pal jetzt nicht hauen. Ich möchte ihn jetzt nicht töten. Ihr könnt natürlich den Palangriffen ausweichen. Hier bei so einem Lammball ist das natürlich relativ easy. So ein Lammball, der rollt im Grunde genommen mit seinem ersten Level nur und versucht euch mit dem Rollen zu attackieren. Er selber wird dann schwindelig und kippt auf die Seite. Ne? Wir können das ganze Spielchen hier stellenweise rumtreiben. Interessant wird es erst oder schwierig wird es erst, wenn mehr Lammballs in der Nähe sind, weil die sehen, der hat im Kampf und dann helfen wir ihm. Dann kämpft er dann unter anderem mit 2 oder 3. So, wir haben noch eine Palsphäre, das passt mir jetzt gerade gar nicht. Das heißt, wir müssen den Lammball hier leider töten. Weil das sind mir zu wenig Sphären. Ich habe 3 verschleudert, um den Lammball anzufangen. Das war so nicht gedacht. Gut. Also wenn ihr einen Pal angreift und ihr habt noch keinen Teammate, also einen Pal in eurem Team, der euch hilft, dann ist es ratsam, ihn zu attackieren, wenn er nicht in Gesellschaft ist. In seiner gleichen Gesellschaft. Sprich, ein Chickpick, der hilft ihm nicht, sondern nur ein Lammball, der auch in der Nähe ist. Der sieht das. Das kann ein bisschen weiter weg sein. Ich weiß nicht, wie weit die Pals das sehen, dass der sich da im Kampf befindet. Und die helfen ihm dann. Und dann kämpft ihr unter anderem jetzt in meinem Fall zwischen 3 und 4. Wenn wir den Pal gefangen haben, zeige ich euch gleich natürlich, welche Fähigkeiten er hat. Wir nehmen auch direkt 7 Stück. So, oder 5. 5 können wir bauen. Also bauen wir 5 Palsphären. Damit habe ich dann 6. Das muss aber reichen, um einen Pal zu fangen, oder? Der Händler besucht euch ab und zu im Lager. Den könnt ihr übrigens auch fangen. Habe ich bei Gronk gesehen. Der besucht euch im Lager. Der hat Sachen im Angebot, die ihr dann kaufen könnt mit Münzen. Oder ihr könnt Sachen verkaufen. Kann man auch machen. Palsphäre kostet zum Beispiel 120 Währung. Oder Hexenhut oder Baupläne oder sonstiges. Der hat vieles im Angebot. Ist aber auch nicht der einzige Händler. Mild hat er auch im Angebot. Aber wir brauchen im Moment nichts von ihm. Das ist übrigens Kativa. Die stelle ich euch auch noch vor. So, wir wollen jetzt einen Lammball fangen. Lammballs befinden sich eigentlich hier im Startgebiet. Im Startgebiet befinden sich eigentlich 3 neutrale Pets. Unter anderem Chickpick, Kativa, der da hinten, der rosane, der da läuft. Und Lammball. Ab und zu läuft hier ein großer mal rum. Das ist so im Startgebiet. Das sind auch die ersten 3 Pets, die ihr sammeln könnt, ohne dass die euch angreifen. Es gibt auch Pals, die sind aggressiv. Da erstmal irgendwo einen Lammball finden. So, da liegt noch ein. Ist der jetzt tot? Schläft der? Der schläft. Da, guck mal, das ist ein Dreier-Lammball. Wenn wir den jetzt angreifen, Fangwahrscheinlichkeit höher. Wir probieren es aber. So, den gehen wir jetzt erstmal hauen. Hauen, hauen, hauen. So, wenn er anfängt zu rollen, dann, das ist nicht, upp. Oh, er hat mich erwischt, guck. Fangwahrscheinlichkeit 67%, guck. Also nicht immer ist das von Erfolg gekrönt, dass ihr einen Pal fangt. Zack, so, den kriegen wir aber. 91% Fangwahrscheinlichkeit, Level 3 Pal und das ist Lammball. So, die Lammballs oder beziehungsweise die Pals, die ihr gefangen habt, die könnt ihr dann folgende Informationen sehen.
Unter anderem, wenn ihr die ESE-Taste drückt und den Paldex klickt, dann steht der Lammball da als Nummer 1. Das sind hier übrigens die 3 Pals, die ich gesehen habe. Der Lammball hat die Fähigkeit Handwerk. Er hat die Fähigkeit zum Transport, sprich er sammelt ein. Ich nenne das mal Sammeln. Und die Fähigkeit Farmarbeit. Farmarbeit ist im Grunde genommen, wenn ihr das Tiergehege baut und den da reinsetzt, produziert er Wolle. Benötigt 2 Stufen vom Essen und wirft, wenn ihr den tötet, Wolle und Lammball Fleisch ab. Unter anderem hat der Lammball dann auch noch Fähigkeiten, die mit dem steigenden Level steigt. Die Fähigkeiten sind dann folgende. Mit der Stufe 1 habt ihr Lammball besondere Fähigkeit, dass er sich euch gegenüber rollt, so eine Kugel zusammenrollt und allen Feinden hinterher rollt. Die Stufe 7 ist die nächste Fähigkeit, die der Lammball dann bekommt. Also steigt er dann im Level auf, habt ihr Stufe 7. Dann feuert er schnell einen Luftstoß unter hohem Druck. Also er macht Luftstöße. Also eine Art Luftkanone. Stufe 15 ist die nächste Fähigkeit, ist Kraftschuss. Er lädt Energie für eine fokussierte Explosion auf. Stufe 22 dann weiter. Also Pals könnt ihr bis Stufe 50 leveln. Stufe 22, er implodiert, riskiert sein Leben, um eine heftige Explosion auszulösen, wird danach handlungsunfähig, sprich er rennt auf den Gegner zu, explodiert, bleibt aber dann liegen. Dann Stufe 30, der elektrische Ball, feuert einen elektrischen Ball ab, den Feind langsam verfolgt. Stufe 40, die Kraftbombe, lädt eine enorme Menge auf, bevor eine große zerstörerische Kugel abgefeuert wird. Klingt schon heftig, ne? Und Stufe 50, die Kuppelexplosion, lädt zerstörerische Energie auf, bevor er leistungsstarken Strahl einen weiteren Bereich nach vorne abfeuert. Lammball. Da müsst ihr dann mit der gefangenen Lammball, den ihr jetzt habt, bei euch zur Palbox gehen. Palbox Management, F-Taste. Da müsst ihr Lammball erstmal in, ja, ich sage jetzt mal Sammellager packen. Im Sammellager angekommen. Steht ihr dann da. Gehört eigentlich schon euch. Aber ihr könnt den dann runterpacken. Ihr seht selber, hier unten ist dann ein Feld frei. Sprich, ein Pal können wir zähmen und ein Pal können wir im Lager arbeiten lassen. Und das werden wir in dem Fall auch tun. Lammball arbeitet bei uns im Lager. Und da kommt er, den wir gerade gefangen hat. Er hat Level 3. Tut jetzt am Anfang erstmal noch nichts. Das liegt daran, er hat ja die Sammelfähigkeit. Sprich, alles, was sich hier in unserem Lager befindet, geht er sammeln. Wie die Steine oder Beeren oder sonstiges. Aber er geht erst sammeln, wenn er eine Box hat. Das heißt, ihr müsst erstmal so eine Holztruhe produzieren. Da wir mit Technologien arbeiten, ist die Holztruhe natürlich hier. Wir haben einmal hier das Lagerfeuer. Das ist die Kochstelle. Da kann man Gerichte kochen. Das schalten wir frei. Benötigt einen Technologiepunkt. Dann das Bauwerk, die Holztruhe. Die brauchen wir. Und was wir brauchen, ist was zu essen. Weil ihr werdet auch hungrig. Und ihr könnt dann natürlich dieses Fleisch essen. Die Truhe, das ist sehr einfaches Handwerk. Das kann ich hier, sondern die müssen wir hier bauen. Mit der Aufbewahrung. Unter Aufbewahrungsjungen, also B-Taste für Bauen drücken, Holztruhe. Nicht genügend Materialien, ihr benötigt nochmal 15 Holz. Sobald ihr die Truhe in eurem Lager abstellt, wird der Pal anfangen zu sammeln. Das zeige ich euch jetzt eben. Also B-Taste drücken, die Truhe bauen. Die müsst ihr erstmal irgendwo hinstellen. Am besten neben das Paarlager, neben die Lagerbox. Stellen wir hier hin. Und ihr seht, dieses kleine Mini-Item. Der Pal kommt angerannt, weil er Handwerk beherrscht und hilft mir hier mit bauen. Ihr könnt zusammenbauen. Dann geht es schneller. Und Pals freuen sich dann immer, wenn sie gemacht haben. So, und jetzt seht ihr, die Glühbirne geht auf und er geht sammeln. Wenn er gesammelt hat, alles was er sammelt, packt er dann hier in die Box rein. Ihr seht, 2 Sachen oder 3 Sachen hat er gesammelt. Unter anderem Beeren, Holz und so weiter. Alles das, was hier in der Gegend rumliegt. So, was wir jetzt machen müssen, ist den Pal ein Bett bauen. Weil es wird gleich dunkel und gleich will er schlafen. Wenn es im Stockduster ist, will er schlafen. Und er kann nicht schlafen, weil er kein Bett hat. Ein Strohbett. Das heißt, wir müssen dem Pal erstmal ein Bett geben. Wir müssen Technologien erforschen. Unter anderem das Holzbauset. Das brauchen wir erstmal noch nicht. Sondern sein Strohbett. Das brauchen wir. Strohbett. Das bauen wir unter Infrastruktur. Ein Strohbett benötigt 10 Holz und 5 Fasern. Das ist das, was ich gesagt habe. Wenn ihr Bäume haut, kriegt ihr Fasern raus. Unter anderem könnt ihr dann später aus Holz auch Fasern produzieren. Das zeige ich euch aber noch im Laufe dieses Let's Plays, wie das machbar ist. Das heißt, wir müssen dem Pal jetzt erstmal ein Bett geben, damit er pennen kann. Wir unter anderem brauchen auch ein Bett. Das Bett stellen wir am besten hier irgendwo hin. Ganz, ganz, ganz weit hinten. Dann kann er nämlich pennen hier hinten. Zack. Normalerweise kommt er selber angerannt. Und wir lassen ihn das Bett auch alleine bauen. Wir brauchen da nicht beistehen, das macht er alleine. So, und jetzt wird es uns nämlich auch dunkel. In der Nacht ist es natürlich so,
dass es kälter wird. Das heißt, ihr müsst am besten selber schlafen. Das Problem ist, ich habe es versäumt, meine eigene Hütte erstmal zu bauen. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal ein bisschen viel Holz holen. Und unter anderem müssen wir dann ein Bett bauen. Ihr seht, es ist dunkel. Ihr habt dann dieses Frierenzeichen. Unter anderem verliert ihr Lebensenergie dadurch. Immer ein Punkt. In so einem Sekundentakt. Und wenn wir uns nicht beeilen, bis es hell ist, ich glaube, eine Nacht können wir überstehen, aber 2 Nächte werden, glaube ich, schwieriger. Wir müssen jetzt erstmal unter Technologien erforschen. Unter anderem brauchen wir das miese Bett. Das brauchen wir. Und das Holzbauset. Holzbauset ist nichts anderes als, ja, ihr baut euch euer Haus zusammen. So, bauen könnt ihr die Geschichten alle mit der Baufunktion. Unter anderem mit dem Holzfundament. Auf dem Holzfundament bauen wir das Bett drauf. Für das Bett benötigen wir eine Wolle, 5 Fasern, 20 Holz. Aber wir können es noch nicht leicht da reinlegen. Das werden wir eben auf hier. Zack. Wir können es noch nicht da reinsägen, weil wir unser Eigenheim überdacht haben müssen. Dann können wir erst daran schlafen. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen Holz sammeln gehen. Wir bauen jetzt erstmal dieses Bett zusammen. Ist kein Ikea-Bett, ist ohne Anleitung. Geht auch so. Da steht unser Bett. So, wie gesagt, wir gehen jetzt Holz sammeln. Er hat es noch nicht mal geschafft, sein Bett zu bauen. Guck. Er ist auch nämlich. Er ist auch platt. Er pennt auf der Wiese. Die pennen alle, die Pals, in der Nacht. Bis auf spezielle Pals. Die sind, glaube ich, nachts aktiv. Daydream gehört dazu. Ich glaube, das sind die Schattenpals. Also Pals, die die Fähigkeit mit dem Schatten haben. So, jetzt haben wir ein bisschen Holz gebaut. Ich hoffe, ich kriege das jetzt hin, dass wir das überdachen können, dass wir pennen können. Was wir brauchen. Bauen. Wir brauchen eine Holzwand. Die stellen wir mal gucken dahinter. Oder geht das? Geht das? Tickt die nicht ein? Tickt die ein? Tickt die ein? Tickt die ein? Tickt nicht ein. Gut, egal. Hauptsache wir haben jetzt erstmal... Na komm. Da. So, da steht die Holzwand. Können wir immer noch nicht schlafen. Warum? Weil wir kein Dach haben. Wir müssen ein Dach haben. Holzdach. Ein Holzdach. Das kommt am besten da oben drauf. So, und ich denke mal, wir können jetzt schlafen. Wenn wir jetzt F drücken, gehen wir schlafen. Und ihr wacht dann am Morgen wieder auf. Natürlich ist es wie bei jedem anderen am Anfang auch. Ihr habt am Anfang Hunger und so weiter. Ihr seht, der Pal ist schon fleißig. Und produziert oder baut sein Bett schon gerade zusammen. Und dann geht er weiter sammeln. Alles die Arbeiten, die in seinem Lager notwendig sind oder im Lager erstmal am Anfang notwendig sind, die macht er jetzt. So. Ich bin auch an diesem Teil jetzt erstmal zu Ende. Das ist Teil 1 des Let's Plays. Teil 2 folgt in Kürze. Dann stelle ich euch die anderen Pals vor, die wir dann noch fangen werden. Und gesagt, wir haben ein Bett gebaut, wir haben ein paar Lager gebaut, unser Lager abgesteckt, eine Truhe gebaut, eine Box gebaut und ein Bett für den Pal gebaut. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, Abo da, wie ihr möchtet. Oder kommentiert. Für Tipps und Tricks sind bestimmt auch andere Spieler dankbar, genau wie ich, weil ich kenne das Spiel auch nicht ganz genau. Wir sehen uns wieder im zweiten Teil und ich sage dann an dieser Stelle danke fürs Zuschauen und bis zum zweiten Teil. Macht's gut, euer Kenny.